St. Anton am Arlberg. Wie schön war das damals, 2001 bei der Ski-WM. 50.000, 60.000 Zuschauer und eine gewaltige Atmosphäre und dann auch noch dieser sportliche Erfolg. Aber jetzt muss ich sagen, ist etwas, was ich sehr, sehr genieße, dass es auch ganz, ganz andere Möglichkeiten gibt, wo man Ruhe finden kann am Berg, wo man einfach eigentlich fast für sich alleine ist. Und das genieße ich wirklich sehr und gibt mir extrem viel Kraft. Für mich bedeutet Nachhaltigkeit, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, gut umgehen. Dass auch zukünftige Generationen, unsere Kinder, unsere Kindeskinder sozusagen, noch profitieren können und was davon haben. Servus. Der Benni, servus. Schon ein gewaltiges Bauwerk, muss man sagen, da. Da hat man die Technik wirklich mit der Natur verbunden. Wie du siehst, das Wasser, was wir da sehen, das kommt vom Stausee Cardella, der auf 2000 Meter oben liegt. Da haben wir die 8 Millionen Kubikmeter in so einem Wasserspeicher oben, den wir natürlich optimal nutzen können. Und natürlich eine wichtige Sache ist für die ganze Nachhaltigkeit die St. Anton am Arlberg. Da die Ladeinfrastruktur wird natürlich mit unserer 100%igen Wasserkraft, Arlbergstrom versorgt und das bauen wir natürlich auch laufend aus, damit wir eben das Angebot laufend verbessern können und wirklich noch mehr dazu bewegen, dass sie mit mehr Auto natürlich anreisen nach St. Anton. Hört nicht auf zum Rinnen, gell? Es ist einfach eine Kraft, eine Energie, die man nutzen muss. Auf jeden Fall ein Vorzeigeprojekt mit Fingerspitzengefühl entwickelt und weiterentwickelt, was ja immer wichtig ist, dass man immer weiter schaut, denkt, was bringt die Zukunft. Und also bemühen wir uns wahnsinnig, dass wir auch die Elektromobilität natürlich unterstützen und eben auch die Voraussetzungen wie die Ladeinfrastruktur schaffen. Ja, es ist schon ein gutes Gefühl, sozusagen mit dem Elektroauto anzureisen. Kann man mit einem guten Gewissen Skifahren. Das würde ich schon sagen, ja. Ich glaube, es ist in unserem aller Interesse, dass wir die Energie, die wir vielleicht selber produzieren können, dass wir auch, wenn wir Skifahren gehen, kein schlechtes Gewissen haben müssen. Dass wir das alles so nachhaltig wie nur irgendwie möglich machen, weil das ist unsere Zukunft, die Natur. Und wenn ich so raufschaue auf den Berg, da geht es auch sehr turbulent zum Teil zu. Es sind natürlich schon viele Leute auf dem Berg, die Skifahren, die dort Vergnügen finden. Also mir hat einfach sehr, sehr viele Schritte und Entwicklungen gerade im Skisport gesetzt und das ist da eigentlich überall zu spüren. Weißt du eigentlich, dass das damals 1937 schon die erste touristisch genutzte Seilschnee war? 1937, ja. Damals schon die Arlberger Bergbahnen Vorreiter und jetzt steht eben diese Galzigbahn da. Ja. Das ist ja nicht nur ein technisches Meisterwerk, sondern wie wir gesehen haben, auch ein architektonisches, in Glas und Stahl verpackt, haben mittlerweile fast jeden Architekturpreis gekriegt, inklusive dem Chicago Architecture Award. Gell? Ich kann mich erinnern, die Bergbahn hat gesagt, wenn wir da schon 1937 so eine Art Meisterstück hergestellt haben, wenn wir die erneuern, dann machen wir einfach wieder was Tolles. Was ganz Besonderes, was es so nicht gibt. Und es ist nach wie vor die einzige Seilbahn auf der Welt, die auf diese Art und Weise funktioniert. St. Anton haben damals schon keinen Vorsprung durch Technik. So genau so ist es. Technische Brillanz, weil allein in diesen Riesenrädern, mit denen wir jetzt aufgefahren sind, steckt mehr Technik drin als im ganzen Rest der Bahn. Das ist der Qualitätsanspruch, den St. Anton hat, den aber auch die Bergbahn hat. Die hat gesagt, wir wollen, dass die Gäste unten einsteigen, ebenerdig, und die Gondel sie transportiert. Schon genial, was die Ingenieure da mit dieser neuen Bahn damals hingestellt haben. Man muss immer weitermachen und immer neue Entwicklungen forcieren. Dieser Komfort, der damit generiert wurde, aber auch die Energieersparnis beispielsweise. Es ist schon außergewöhnlich, welche Ressourcenvielfalt, welche gewaltige Qualität wir da bei uns in der Region haben und welche Geschmacksvielfalt daraus entsteht. Auch zu Hause versuchen wir, auf die Regionalität, auf die Qualität zu achten. Und natürlich, wenn das in einem Restaurant auch so gelebt wird, ist das für mich ganz was Besonderes und sehr wichtig. Hey, servus Benni. Grüß dich, servus. Danke, dass ich da sein darf. Jawohl, Bei dir freut uns. finden tut man da sehr vieles, aber was mir besonders gut gefällt, dass sehr viele regionale Sachen drauf sind. Speziell beim Bild kaufen wir wirklich einheimische Produkte. Ja. Das ist der Gast allgemein ist einfach zufriedener, wenn er weiß, wo das ganze Essen herkommt, das Fleisch und so weiter.
Und da legen wir einfach viel Wert drauf. Ja, das ist gut. Ja. Für uns ist es einfach sehr wichtig, dass wir unsere Bauern auch dementsprechend unterstützen können. Es hängt alles zusammen. Es hängt einfach alles zusammen. Grüß dich, Benni. Stefan, servus. So, haben wir einmal unser heimisches Wild für dich. Ja, es ist ja schön, dass mein Sohn dich jetzt, mein Nachfolger dich jetzt da bedient. Weil die haben natürlich ganz andere Ideen und die werden jetzt da weiterarbeiten. Ja, es geht immer weiter, gell? Es ist ja wichtig, dass wir nicht stehen bleiben, also immer wieder kreativ bleiben in der Haubenküche und es ist wichtig, dass wir immer innovativ bleiben. Man darf sich sicher nicht auf den Erfolgen ausruhen. Man muss sicher immer schauen, was sind die Möglichkeiten, was braucht die Zukunft. Und am Ende müssen wir uns verändern und ich würde fast sagen, Veränderung ist Voraussetzung für Erfolg in jedem Bereich des Lebens.